ist das wirklich ein tödliches Spielzeug? Das sieht schon ziemlich brutal aus. Oh, mir ist gerade die Sehne gerissen. Steckt hier ein Stück vom Draht im Finger drin. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt diese kleinen Mini-Armbrüste aus Metall, mit denen man Zahnstocher verschießen kann, bestimmt auch schon mal gesehen. Und in diesem Video möchte ich zwei Fragen klären. Nämlich erstens, ist das wirklich ein tödliches Spielzeug? Und zweitens, ist das ein Spielzeug für Kinder? Die Antwort auf beide Fragen lautet nein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Diese kleinen Spielzeug-Mini-Armbrüste, das war ein Trend, der schon vor einigen Jahren aus Fernost, aus China zu uns in den Westen rübergeschwappt war. Der Trend war völlig an mir vorbeigegangen, aber ich hatte jetzt vor einigen Monaten ein Video vom guten Marc vom Let's Shoot Kanal gesehen. Der hatte sich damals mit dieser Sache beschäftigt. Ich verlinke euch das Video mal unten in der Videobeschreibung. In seinem Video ging es jetzt darum, wie die deutschen Medien darauf reagiert hatten, wie sie das Ganze wieder mal völlig dramatisiert hatten. Recht amüsant eigentlich. Trotzdem möchte ich mir heute das Ding einfach mal an sich anschauen, also so eine Mini-Armbrust, was das eigentlich für ein Ding ist. Wir schauen uns das gleich kurz aus der Nähe an. Ich habe hier nämlich ein etwas besonderes Exemplar, das ich direkt in China bestellt habe. Das gibt es so in Deutschland wahrscheinlich nicht zu kaufen. Und im Anschluss machen wir natürlich noch einen Schusstest. Ich schaue mal, wie präzise das Teil ist und ob man damit wirklich Verletzungen verursachen könnte oder man sich verletzen könnte, weil ich möchte ja auch die Frage klären, ist es wirklich ein, tödliches sicherlich nicht, aber ein gefährliches Spielzeug und ist es generell ein Spielzeug für Kinder. Natürlich werde ich das Ding auch durch den Chroni jagen. Ich hoffe, dass der Dopplerradar diese leichten, dünnen Geschosse überhaupt erfassen kann. Bin ich mal gespannt, schauen wir uns dann auch noch an. Und ja, können wir gespannt sein und los geht's. Mein Exemplar hier hatte ich auf einem chinesischen Online-Shop bestellt. So einfache Variationen davon gibt es auch gelegentlich auf eBay oder Amazon. Aber wenn ihr was Besonderes sucht, seid ihr auf den chinesischen Online-Shops meistens besser aufgehoben. Die Besonderheit jetzt an diesem Exemplar ist, wenn wir uns mal den Bogen genauer anschauen, dann sieht man, dass der 3 Lagen hat. Und normalerweise haben solche Mini-Armbrüste immer nur eine Lage. Hier haben wir also ein deutlich höheres Zuggewicht zu erwarten. Laut Online-Shop 9 lbs, also 9 Pfund Zuggewicht. Das wäre für so eine kleine Spielzeugarmbrust gar nicht mal so schlecht. Was mir allerdings auffällt, die Enden der Bögen sind etwas niedriger als die Schiene. Das heißt, die Sehne hier aus Drahtseil, die liegt mit Spannung auf der Schiene und da entsteht natürlich ein deutlich höherer Reibungsdruck und das könnte ich mir gut vorstellen, dass ja auch die Sehne dadurch schneller kaputt geht. Kleiner Tipp, wenn ihr euch mal selber so ein Teil holt, spannt erst die Sehne auf den Bogen und montiert dann erst den Bogen auf den Korpus, weil andersrum ist es deutlich schwieriger. Im Lieferumfang befindet sich neben der eigentlichen Armbrust in der Regel natürlich auch noch Munition. In meinem Fall war auch noch eine Ersatzsehne dabei, das finde ich ganz nett. Und apropos Munition, in der Regel verschießt man ja hier ganz einfache Zahnstocher aus Bambus und man kann sich natürlich selber auch Munition basteln und natürlich habe ich das getan. Ich habe mir auf Amazon einfach solche Cocktailpicks geholt und die kann man mit der Kneifzange wunderbar hier durchtrennen und dann hat man neben den normalen Bambussticks eben auch noch Metallgeschosse. Die haben natürlich auch ein deutlich höheres Momentum, weil die auch eben schwerer sind. Und da kommen wir nämlich schon mal zum Gewicht. Was wiegen diese Teile eigentlich? Hier Bambusgeschoss 0,1 Gramm, Metallgeschoss 1,4, also deutlich höher. Bin mal echt gespannt auf den Schusstest. Die Armbrust selber, die wiegt 63,3 Gramm, ja, was ganz schön ordentlich ist für so ein kleines Ding. Noch schnell die Länge, da haben wir glaube ich ziemlich genau 10 cm Länge. Ja. Mehr gibt es zu dem Teil eigentlich auch nicht zu sagen und dann können wir mal rüber wechseln zum Schießstand, würde ich sagen. Jetzt wird ein bisschen geschossen und zwar möchte ich als allererstes die Präzision testen. Da können wir natürlich bei solchen kleinen Teilen nicht viel erwarten. Ich schieße jetzt hier mal auf so eine 17 cm Zielscheibe aus 1 Meter, 2 Meter, vielleicht auch 3 Meter Entfernung. Wir dürfen natürlich nicht vergessen,
Die Geschosse haben keinerlei Stabilisation, das heißt, die sind weder an der Spitze schwerer, haben hinten keine Stabilisatoren dran und bekommen auch keinen Drall beim Abschuss. Das heißt, diese Geschosse, das ist wie wenn man einen Stecken wirft, der fängt halt ziemlich schnell an, sich in der Luft zu drehen. Von dem her denke ich, dass wir da nicht arg weit kommen werden und auch nicht sehr präzise mit schießen können. Trotzdem, das ist jetzt erstmal der erste Test. Okay, ich fange jetzt mal an. Wie gesagt, Sicherheitshandschuhe, weil die Sehne, die ist mir nicht ganz geheuer, wenn die mir hier reißt beim Aufspannen. Das sieht schon ziemlich brutal aus. Okay, ich beginne aus 1 Meter Entfernung, wie gesagt, erstmal mit den Bambussticks. Wo haben wir den Meter? Jawohl, da ist er. Ja, der ging noch nicht mal durch, aber kann auch sein, dass der sich gedreht hat. Versuch 2 aus 1 Meter. Also ich habe das Gefühl, schon bei 1 Meter ist hier eigentlich Schluss mit Präzision, beziehungsweise was ich schon vermutet hatte, dass die sich in der Luft drehen. Ja, hier kann man es auch sehen, ist länglich aufgekommen. Okay, machen wir jetzt gar nicht lange rum. Ich mache weiter mit den Stahlbolzen aus 1 Meter Entfernung. Ja, wie man das hier schön sehen kann, ist das auch länglich eingeschlagen und jetzt mache ich mal doch aus 2 Metern Entfernung. Also 2 Meter mit Stahlbolzen. Neuer Versuch. Okay. Also auch aus 2 Metern treffe ich noch nicht mal mit diesem Teil die Zielscheibe. Ich denke, den Präzisionsschusstest können wir an dieser Stelle abhaken. Das Ding ist auf jeden Fall nicht geeignet, zumindest mit solchen nicht stabilisierten Fluggeschossen, um irgendetwas außerhalb von, keine Ahnung, 20 cm oder so zu treffen. Mal gucken. Als nächstes schauen wir uns mal die Penetration, das Momentum dieser Geschosse an, was man damit ausrichten kann, gerade im Hinblick eben auf Verletzungen. Und zwar schieße ich jetzt einmal auf Kartonage, auf Getränkedose und im letzten Schritt noch das Finale auf einen Kürbis. Mir sind leider letzte Woche die Kinderköpfe ausgegangen, deswegen müssen wir hier mit Vorlieb nehmen, aber sollte zum Testen jetzt, denke ich mal, auch reichen. So, und jetzt schauen wir mal, was die Pfeile, die Bolzen so anrichten können. Ich fange mal wieder an mit den Bambussticks. Bleibe jetzt hier aber auch in 1 Meter Entfernung, weil sonst trifft man ja eh kein Ziel. Sama. Also ist nicht reingegangen, aber ist dann immerhin in der Kartonage stecken geblieben. Jetzt probiere ich das Ganze nochmal direkt mit einem Metallbolzen. Das ist jetzt aber ein etwas längerer. Naja, auch hier wieder stecken geblieben in der Kartonage. Also selbst Bierdose hier sieht man, geht nicht durch, macht nur eine Delle. Ich werde jetzt auch ein bisschen näher rangehen, so auf typische Kinderspieldistanz vielleicht. Oh.
Okay. Jetzt probiere ich das Ganze nochmal mit einem Bambusstick. Jo. Oh, okay. Und hiermit sind die Tests auch beendet. Denn mir ist gerade die Sehne gerissen. Nach vielleicht, weiß nicht wie vielen. Und hier steckt sogar Draht in meinem, steckt hier ein Stück vom Draht im Finger drin. Weiß nicht, ob man sehen kann. Ich bin also doch froh, dass ich mit der rechten Hand gerade die Sicherheitshandschuhe anhatte. Also ich werde jetzt auf jeden Fall noch die Ersatzsehne aufspannen. Ich habe ja noch eine mitgeliefert bekommen gehabt. Und dann können wir zumindest noch die Messung durchführen, die Geschwindigkeitsmessung. Mal schauen, was wir da für eine Energie rauskriegen. Mit was für einer Geschossenergie schießen wir hier überhaupt? Dazu werde ich wieder meinen FX Pocket Chronograph benutzen, den ich ja sonst auch verwende. Ich hoffe, dass er diese kleinen, feinen und leichten Geschosse überhaupt erfassen kann. Mal schauen. Ich teste das auf jeden Fall mit den Metallsticks und dann schauen wir mal, was wir hier für eine Energie bekommen. So, jetzt kommt die Chroni-Messung. Ich habe alles eingegeben. Ich benutze jetzt aber hier nur die Metallpfeile, die Metallbolzen. Ich glaube, mit den Holz, da kriegen wir nichts gemessen. Und wir wollen ja auch nur das obere Ende wissen und nicht das untere Ende. Von dem her mal schauen. Die Daten sind eingegeben in den Chroni. Das Ergebnis wird hier links am Schießstand in Meter pro Sekunde angezeigt. Mal gucken. ...27 Meter. 27 Meter pro Sekunde. Machen wir noch einen Schuss. Wenn ich mich nicht ganz täusche, kommen wir ja auf ziemlich genau 0,5 Joule. Das würde ja den deutschen Beschränkungen oder Auflagen entsprechen, bis 0,5 Joule bei CO2-Waffen für frei ab 14. Ja, interessant eigentlich. Zur Abwechslung erfolgt das Fazit mal vom Sofa aus. Es sind jetzt seit den Dreharbeiten ein paar Tage vergangen. Ich wollte mir einfach auch ein bisschen Gedanken darüber machen, was ich abschließend zum Thema Mini-Armbrüste sagen möchte. Und deswegen folgt hier noch ein bisschen Talking Head. Zuerst mal zu der Frage, ob wir es hier mit einem tödlichen Spielzeug zu tun haben. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, dass das hier nicht der Fall ist. Auch schwere Verletzungen würde ich hier mal ausschließen. Trotzdem natürlich muss man wie bei allen Dingen und Spielzeugen, bei denen irgendetwas durch die Luft geschleudert wird, immer darauf achten, dass man sich nicht verletzt, vor allem eben, dass die Augen geschützt sind. Hier bei solchen Mini-Armbrüsten hat man zusätzlich noch einfach die Gefahr, nicht nur durch die Geschosse, die verschossen werden, sondern eben auch durch die reine Handhabung mit diesen Teilen besteht ein gewisses Verletzungsrisiko. Man hat es ja im Schusstest gesehen, mir war da die Bogensehne gerissen. Ich hatte zum Glück Schnittschutzhandschuhe an, es hätte auch anders ausgehen können. Und ja, da muss man sich einfach immer bewusst sein, dass diese Teile am anderen Ende der Welt irgendwo in einer Fabrik zusammengeschustert werden und mit Sicherheit nie ein Prüflabor von innen gesehen haben. Und da gibt es kein CE-Zeichen, da gibt es kein geprüftes Sicherheitssiegel. Von dem her, es besteht halt einfach ein grundsätzliches Verletzungsrisiko im Umgang mit solchen Mini-Armbrüsten aus Metall. Das Ergebnis beim Schusstest mit dem Kürbis, das war ziemlich beeindruckend im ersten Moment auch für mich. Allerdings, wenn man mal so drüber nachdenkt, so ein Kürbis ist halt auch nur ein Gemüse und nicht zu vergleichen mit menschlichem Gewebe, mit den unteren Haut- und Fettschichten und dem Knochen und so weiter. Dann habe ich außerdem mit einer sehr starken Mini-Armbrust geschossen und dann noch auf eine sehr kurze Distanz. Also alles insgesamt dann doch nicht mal so beeindruckend. Und man darf nicht vergessen, normalerweise diese Mini-Armbrüste mit einfachem Bogen, die haben zwar eine etwas bessere Präzision, aber deutlich geringere Geschossenergie. Und ja, das Beste, was man damit erreichen kann, ist, einen Luftballon kaputt zu schießen. Ist halt dann auch nicht mal so gefährlich und auch nicht mal so beeindruckend. Die Idee für diesen Test, eine besonders starke Mini-Armbrust zu verwenden, hat sich jetzt so im Nachhinein als eher mittelgut nur herausgestellt. Das Problem hierbei ist einfach, die Geschosse, die werden auf der Schiene nicht richtig fixiert, die wackeln da drin hin und her. Die Geschosse selber haben ja keine Flugstabilisation, hatte ich ja schon angesprochen. Und die werden hier quasi mit Rohrgewalt rausgeschleudert und fangen entsprechend an, sofort sich in der Luft zu drehen. Damit hat man eine Präzision von gleich 0 oder eben nur auf einer sehr kurzen Distanz.
Das heißt, das macht hier überhaupt gar keinen Sinn. Die normalen Mini-Armbrüste mit einfachem Bogen, die haben eine etwas größere Reichweite oder eine etwas bessere Präzision, aber auch eine deutlich geringere Schussenergie. Die lag ja hier bei dieser Mini-Armbrust mit den Stahlbolzen bei immerhin 0,5 bis 0,6 Joule und das ist für ein Spielzeug schon mal gar nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass hier keine kleinen Plastikkügelchen verschossen werden, sondern eben spitze Projektile. Bleibt noch die Frage, ob solche Mini-Armbrüste als Kinderspielzeug überhaupt geeignet oder empfehlenswert wären. Aus meiner Sicht, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, erstmal rein rechtlich, dieses spezielle Exemplar hier mit 0,5 bis 0,6 Joule Geschossenergie wäre in Deutschland sicherlich erst ab 18 Jahren erlaubt und die normalen Mini-Armbrüste mit einfachem Bogen wahrscheinlich so ab 14. Das wäre auch meine Empfehlung, so 13, 14 Jahre sollte man schon alt sein, um mit solchen Teilen rumzuhantieren. Man benötigt eben zum einen eine gewisse körperliche Kraft, aber auch eine Hand-Augen-Koordination und eine Feinmotorik, die halt eben hier ein halbwegs sicheres Hantieren mit solchen Teilen gewährleistet. Generell allerdings kann ich es als Spielzeug auch nicht wirklich empfehlen. Die Teile verschleißen so schnell, sie sind unpräzise und haben eine Gefahr auch bei der Handhabung. Von dem her lohnt sich das eigentlich gar nicht. Ein ziemlich teures Spielzeug, wie ich finde, das nicht lange hält und mit dem man auch nicht viel machen kann, eben aufgrund der Einschränkungen. Von dem her kann ich es auch so prinzipiell gar nicht empfehlen. Übrigens, wer mal richtig coole, selbstgebaute Mini-Armbrüste sehen will, dem empfehle ich das Video vom Godfather himself, Jörg Sprave. Der hatte vor einigen Jahren mal einige seiner selbstgebauten Holz-Mini-Armbrüste vorgestellt. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war's zum Thema Mini-Armbrüste aus Metall, tödliches Kinderspielzeug. Ihr wisst jetzt die Antwort. Habt ihr eigentlich auch mal so ein Teil gehabt und ist das bei euch auch so schnell kaputt gegangen und hatte so eine miese Präzision? Weil das würde mich mal interessieren. Schreibt mir auch in die Kommentare, wie seht ihr das? Ist das als Kinderspielzeug in Ordnung oder sollte sowas generell verboten werden? Das war's jetzt mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und lasst mir doch gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao, ciao.